Hi, ich bin's Fabiana von Einfach Backen und wenn ihr Lust habt auf tolle Rezepte, die ihr ganz einfach zu Hause nachbacken könnt, dann freue ich mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert und aktiviert am besten auch noch die Glocke, dann verpasst ihr wirklich kein Rezept. Und heute machen wir zusammen einen Mohnkuchen mit Streusel. Wir brauchen einen Mürbeteig, dafür habe ich hier Zucker, kalte Butter, Backpulver mit Mehl schon gemischt, ein Ei und Vanillezucker. Für die Füllung Schmand, Eier, Zucker, Quark, Vanillepuddingpulver, Vanillezucker und hier habe ich eine Mohnmasse, die gibt es schon fertig so zu kaufen. Und für unsere Streusel nochmal etwas kalte Butter, Zucker, Mehl und etwas Zimt. Wir starten mit unserem Mürbeteig. Ich gebe hier schon mal das Backpulver und das Mehl in die Schüssel, den Zucker, die kalte Butter, das Ei und den Vanillezucker und verknete das Ganze zu einem glatten Teig. So, den Teig habe ich jetzt hier noch mal kurz von Hand durchgeknetet und den packe ich mir jetzt auf etwas Frischhaltefolie drauf. Drücke den so ein bisschen platt, dann kühlt er schneller durch und das Ganze gebe ich jetzt für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank. Der Mürbeteig ist im Kühlschrank gut durchgezogen. Den knete ich jetzt noch mal ganz kurz von Hand durch und roll den dann auf der bemehlten Arbeitsfläche schön gleichmäßig aus und gebe den in meine Springform. Ich habe mir hier eine 26er Form vorbereitet, habe schon Backpapier eingespannt und den Rand eingefettet und mit Mehl bestäubt. Gut, der Teig ist schön gleichmäßig ausgerollt. Ich nehme hier wieder die Springform und drücke ein bisschen oben drauf. Schneide hier drumherum. Dann lege ich das Ganze hier in die Springform rein, drücke das ein bisschen fest und ziehe aus dem restlichen Teig hier noch schön einen Tortenrand hoch, der ungefähr so 2 bis 3 Finger breit hoch ist. Der Teig ist in der Form, der darf jetzt hier noch einen Moment ruhen und in der Zwischenzeit können wir schon die Streusel vorbereiten. Ich gebe die kalte Butter zusammen mit dem Mehl und dem Zucker in die Schüssel und gebe noch eine große Prise Zimt dazu und knete das Ganze so lange durch, bis sich Streusel bilden. Ihr könnt es auch gerne von Hand machen, wenn ihr da ein besseres Gefühl habt als mit dem Handrührgerät. So, die Streusel sind fertig, das sieht gut aus und die kommen jetzt in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit können wir die Füllung vorbereiten. Für die Mohnfüllung mische ich alle Zutaten zusammen, das geht ganz schnell. Den Schmand und den Quark, und dann kommt der Zucker dazu, Vanillezucker und die Eier. Das vermische ich im ersten Schritt ganz kurz miteinander. So, und dann kommt auch schon der Mohn dazu und das Vanillepuddingpulver. Dann wird das Ganze noch mal kurz durchgerührt und auf dem Boden verteilt. Bevor ich die Füllung auf den Tortenboden gebe, steche ich hier noch mit einer Gabel ein paar Mal rein. Dann kann die Luft beim Backen nachher schön entweichen und der Boden geht gleichmäßig auf. So, drauf damit. Und das Ganze kommt jetzt in den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Erstmal nur für 20 Minuten, dann hole ich den Kuchen wieder raus, verteile die Streusel oben drauf und dann kommt das Ganze für weitere 25 Minuten wieder in den Backofen.
Unser Mohnkuchen ist bereit für den Kaffeetisch. Den habe ich jetzt einige Stunden abkühlen lassen und auch schon mit etwas Puderzucker bestäubt. An Mohn scheiden sich ja die Geister und die Geschmäcker. Ich hoffe, ich habe mit dem Kuchen euren Geschmack getroffen. Wenn ja, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Das Rezept zum Nachbacken findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Vergesst außerdem nicht, den Kanal zu abonnieren und aktiviert am besten noch die Glocke, dann verpasst ihr auch wirklich kein Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Eure Fabiana.